Die Wahrheit liegt also auf dem Platz. Wir starten rein ins erste Spiel mit Preußen Münster. Nicht gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal, sondern in Magdeburg, weil ich den Spielstand ja nochmal neu geladen habe. Es gibt wirklich so viele Sachen, die ich euch in diesem Part noch zeigen möchte und auch zeigen will. Bleibt also gerne bis zum Schluss dran. Ich werde euch jetzt nämlich mal hier in-game zeigen, was sich alles verändert hat und dann später nochmal im Menü, was es da für Tweets gegeben hat. Ich wurde schon angezweifelt aufgrund meiner Verstärkungen, die ich natürlich auch geholt habe. Ihr habt es vielleicht am Anfang auch gesehen, dass ich mir unter anderem 2 neue geholt habe, die jetzt auch schon in der Startelf stehen. Und zwar Frank Rogoff von Borussia Dortmund 2 im zentralen defensiven Mittelfeld und eine Wiedervereinigung. Ich hatte ihn schon beim MSV Duisburg, da hat er aber nicht mehr so oft gespielt, und zwar Kaspar Janda ist als hängende Spitze heute. Ja, Badmatz ist vorne, Grudowski, das sind so alles Namen. Ich muss das ja alles nochmal neu kennenlernen. Ich habe ja noch nie mit Münster hier gespielt. Ja, mit der Eintracht wäre das was ganz anderes gewesen. Aber jetzt geht es erstmal los hier. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich zeige euch gleich mal die ersten Veränderungen. Und zwar gibt es jetzt unten bei den taktischen Schwerpunkten, so heißt das jetzt, die Option einmal standardmäßig, das ist quasi das Ausgeglichene, dann defensiv und dann einmal offensiv. Ich lasse das jetzt erstmal so. Und nach einer Zeit, je nachdem wie es läuft, werden dir auch Vorschläge gegeben, dass du deine Aufstellung also umänderst, dass du dann quasi ein anderes taktisches Konzept hast. Zum Beispiel Pressing im 4-3-3 oder Tiki-Taka im 4-2-3-1, je nachdem wie es halt steht und wie es läuft für dich. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Das heißt, man muss nicht immer ins Menü gehen, zum Teammanagement und da dann die Formation verändern. Diese Regler gibt es ja auch nicht mehr. Die sind ja abgeschafft worden seit diesem Spiel. Und das ist quasi eine Neuerung, finde ich ganz cool. Und auch so generell vom Gameplay her, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel einen Spieler am Trikot ziehen kannst. Hier zum Beispiel, zack, gibt es auch direkt eine gelbe Karte für. Das ist jedes Mal so. Aber ich finde es gut, dass ich euch das mal zeigen konnte. Joel Grudowski, der erste Mann, der die gelbe Karte abholt. Das ist halt auch eine coole Neuerung, eine Animation. Das ist so, es gibt so Chiellini-Vibes gegen Saka, damals im EM-Finale 2020 oder 2021 war das ja. Genau, und alles Weitere werdet ihr dann noch sehen. Ja, im Menü zeige ich euch dann mal, wen ich alles verkauft habe, wen ich noch auf der Transferliste habe. Ich habe ja noch die Scouts, die habe ich wieder halt auf die Fidschi-Inseln entsendet und nach Deutschland, so wie ich das auch in meinem vorherigen Spielmodus oder Lademodus hatte. Wer hat diese Preußen-Münster-Fahne mit reingebracht? Ich sehe nichts. Da müssten wir also dann auch bald den ersten Bericht kriegen. Achtung, jetzt gibt es die erste Chance für Magdeburg. Und die Führung. Das erste Tor unserer neuen Karriere. Schießen leider nicht wir selber. Bitter, bitter, bitter. Aber da haben wir schon mal geschlafen. Da sehen wir schon mal, was uns dann in der Liga erwartet. Was mich aber wundert, dass Magdeburg nicht ihr echtes Stadion hat. Die Ego-Kamera ist jetzt auch neu hinzugekommen. Ja, auch auf den Trainerbecken gibt es so eine Ego-Kamera, wenn man dann ausgewechselt wird oder irgendwelche Jubelszenen. Dann ist man auch hautnah mit dabei und hier natürlich nicht gut verteidigt. Das bin ich übrigens, habt mich schon wahrscheinlich auf dem ersten Thumbnail gesehen vom letzten Video. Ganz klassisch mit bisschen Bart, Haare gegelt, bisschen Brille. Oder eine Brille ist mit dabei. Ansonsten, ja, habe ich mich damit nicht viel mehr beschäftigt, weil das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Nollenberger, der Torschütze, okay, aber wir haben auch eine gute Truppe. Wir haben vorne zum Beispiel Badmatz, der hat unter anderem mit Grudowski zusammen, die Münsteraner, in Liga 2 geschossen, quasi im Alleingang. Und da haben wir Janda. Sehr quirlig, sehr wild. Der hat auch ein gutes Potenzial, genauso wie Rogoff, der neben Hendricks hier die Doppel-6 also geben soll, zu Beginn erstmal. Da haben wir Janda, schade, dass der da nicht rankommt. Aber ich habe ja gesagt, ich will auch ein bisschen mutiger spielen. Das heißt, ich werde jetzt mal auf Offensiv umstellen. Dann seht ihr schon unten auf dem Radar die Formation. Dann diesen Pfeil. Das ist das Zeichen für Offensiv quasi. Dann der Strich in der Mitte, der etwas dünnere. Das ist für ausgeglichen. Und hinten das Rechteck für Defensiv quasi. Und jetzt seht ihr schon unten die Nachricht. Du hast es nicht leicht. Probiere eine Umstellung aus. Und das sind halt die Vorschläge. Flügelspiel im 4-3-3. Tiki-Taka 4-2-3-1. Oder man stellt zurück auf Standard. Das finde ich ganz cool. Das ist eine schöne Neuerung, wie ich finde. Spart man sich den Gang ins Menü. Und da halt dann immer umstellen, das ja, ist halt auch eine Neuerung. Und alles Weitere werdet ihr dann im Laufe dieser Karriere hier sehen. Ich muss mich ja auch erstmal wieder hier dran gewöhnen. Bei der Eintracht wäre das was anderes gewesen. Aber mit Münster ist das halt was anderes. Da bin ich zum Beispiel auf das Scouting-Netzwerk oder auf die Scouting-Abteilung angewiesen. Auch auf diesen Rush-Modus da. Den finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Dass man den hier im Karrieremodus machen kann, damit seine Jugendspieler besser werden. Und das ist gerade für Münster. Die sind darauf angewiesen,
dann aus diesen Spielern Geld zu machen. Das ist nicht so wie bei der Eintracht, wo man am Anfang gleich viel Geld hat. Hier und da grafisch ein bisschen, ja, aufgearbeitet, ein bisschen aufgehübscht. Und jetzt muss man halt mal gucken, wie sich das Spiel spielen lässt bis zum ersten Gameplay-Patch, der nicht lange auf sich warten lässt. Wahrscheinlich Batmats lässt nicht mit seiner ersten Chance auf sich warten. Der hatte auch schon einige Angebote, die habe ich auch alle abgelehnt. Von der Hertha, vom 1. FC Köln war zum Beispiel ein Spielertausch, also Batmats gegen Tigges, wo ich mir auch im ersten Moment gedacht habe, ja, großgewachsener Stürmer, warum nicht? Aber dann ist mir noch aufgefallen, ich habe Nemeth, den haben wir vom HSV ausgeliehen, der ist auch nicht klein, der ist auch 1,85 oder so. Von daher haben wir ja eigentlich schon großgewachsenen Stürmer hier bei uns in der Mannschaft. Mal gucken, hier haben wir ein bisschen zu viel Platz, das ist aber gut. Ja, es hat sich auch nach wie vor nicht verändert, dass die Spieler hier gegen die Gegenspieler laufen, anstatt mal um die herum. Ultimativ ist die Schwierigkeit, ja, 5 Minuten Halbzeitlänge. Jetzt habe ich, glaube ich, alles runtergerattert, was ich wollte. Ich glaube nämlich, im letzten Spiel gab es gar nicht Ultimativ, da gab es maximal Legende. Einlaufszenen gibt es jetzt auch wieder, also wo dann die Aufstellungen zu sehen sind. Die habe ich jetzt aber mal übersprungen. Die kennt ihr ja quasi. Die muss ich euch ja jetzt nicht nochmal neu zeigen. Aber wir müssen ein bisschen besser ins Spiel reinkommen. Ja, diese XXL-Fahne, verbannt die aus den Stadien. Wer hat die hier reingebracht? Das nervt. Kann man überhaupt nichts richtig sehen. So, jetzt Magdeburg. Die haben natürlich jetzt Platz, die haben Zeit, sich den Ball jetzt zurechtzulegen. Oh, das wird eine ganz, ganz harte Saison. Aber wir sind Aufsteiger, mein Gott. Ich habe jetzt hier nicht den Anspruch aufzusteigen. Ich will eine gute Saison spielen. Ich will nicht absteigen, möglichst wenig mit unten zu tun haben. Und wenn ich das hinkriege und wir dann am Ende den Klassenerhalt haben, dann habe ich, glaube ich, die Ziele erreicht, die auch der Vorstand möchte. Jetzt gucken wir erstmal Mees nochmal. Batmats muss sich fallen lassen. Batmats! Und jetzt haben wir auch endlich unser erstes Tor. Malik Batmats. Zusammen mit Krudowski, mit Mees. Gut den Ball da hinten gewonnen. Und dann schöner Ball in die Mitte. Und wie gesagt, mich wundert das, dass Magdeburg nicht das echte Stadion hat. Die sind ja jetzt auch schon über ein Jahr in Liga 2 oder über eine Saison. Schöner Ball. Schön eingelaufen. Batmats muss ins leere Tor nur noch einschieben. So oder so ähnlich wünsche ich mir das auch für Liga 2. Vorne drauf gehen, dass dieses Pressing funktioniert. Bei den Formationen, das zeige ich euch dann auch noch mal im Menü, was ich dann da eingestellt habe, mit Ball, ohne Ball. Ja, das war ja auch mal ganz interessant zu sehen. Und auch das finde ich eine super Veränderung. Das haben sie aus dem Fußballmanager übernommen, dass man quasi 2 Formationen hat. Ja, einmal, wenn man den Ball hat und dann, wenn man verteidigt. Gibt viele, viele neue taktische Varianten und Möglichkeiten. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin ja sehr kritisch, was EA betrifft und auch das Spiel, weil ich bin nach wie vor auch der festen Überzeugung, dass dieses Spiel einfach so viel Potenzial hat. Da steckt so viel drin, aber man holt leider nicht das Maximale raus. So, das finde ich. Jeder kann ja darüber denken, wie er möchte, aber das ist meine Meinung. Vielleicht bin ich ja da auch auf eurer Seite. Vielleicht seht ihr das auch total anders und sagt, ey, das ist total schlecht. So schlecht wie vorher oder das ist das beste Spiel seit Jahren. Meinungen sind halt, ja, unterschiedlich, gehen auseinander. So, aber die Meinung, die nicht auseinandergehen sollte, ist, hoffe ich, dass ihr mich hier unterstützt. Dass ihr mich supportet mit Preußen Münster. Und dass ich natürlich hier gerne eine Runde weiterkommen möchte, ist klar. Wir haben natürlich das Ziel, ins Achtelfinale einzuziehen. Dazu brauchen wir aber auch eine gute Leistung. Ja, Vorteil, jetzt gibt es auch den Freistoß. Elhan Khoury, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die hier schießen. Wir werden es ja gleich sehen. Elhan Khoury, gut, die Mauer steht. Perfekt, nochmal Elhan Khoury gegen Janda. Da darf er eigentlich nicht durchkommen. Da müssen wir stehen. Kireskov, sehr schön gemacht. Und jetzt der Versuch zu kontern. Grudowski ist auch nicht so langsam. Malik Batmats, die beiden im Zusammenspiel, wie gesagt, die haben Münster zusammen allein in Liga 2 geschossen. Richtig gutes Sturmduo. Oh, gepennt. Kireskov gegen Amieci. Da haben wir Rogov. Hat auch ein hohes Potenzial, genau wie Janda. Deswegen habe ich ihn mir geholt. Und ich brauchte noch einen fürs defensive Mittelfeld. Nächste Chance vorne. Batmats. Janda allein gegen ja, alle. Wir rücken eigentlich gut nach. Krudowski, schön gemacht. Batmats. Und noch einen weitergelegt. Und noch einen weitergelegt. Oh Gott, wie kompliziert. Mees. Hinein ins Glück. Am Ende zukommt es hier, weiß gar nicht, wie er jubeln soll. Oh, der Jubel ist aber neu.
Und das meine ich hier. Neue Animation, die Spieler sind außer sich. Und hier wieder die Ego-Kamera. Mees, der Ball geht auch durch den Fuß. Da hat sich auch nichts verändert. Und dann ab zu den Fans. Aber wie kompliziert willst du einen Angriff ausspielen? Stefan, ja. Aber wenn der Ball am Ende drin ist, juckt mich das gar nicht, ehrlich gesagt. So, Mees. Nach 59 Minuten ein Tor, eine Vorlage. Und jetzt kriegen wir unten wieder den Hinweis. Das sieht gut aus. Kontrolliere weiter das Spiel. Da gehe ich gleich drauf, wenn ich den Ball habe. Ich muss mich jetzt hier erstmal aufs Verteidigen fokussieren. Schön mit verschieben. Nicht gut gemacht. Achtung, nächste Chance. Das ist halt auch nach wie vor, oder was, abseits? Ah, es war abseits, okay. Dann schaue ich jetzt mal. Also wir haben entweder Abwehrriegel 5-3-2, Tiki-Taka 4-2-3-1 oder defensiv. Wobei, ich will mich jetzt auch noch nicht hinten reinstellen, ey, ganz ehrlich. Ich möchte lieber noch aufs dritte gehen. Ja, Grodowski hätte die Chance und da hat er die Chance. Grodowski, Janda. Da freue ich mich wirklich drauf. Nicht mehr viel Zeit, bleibe im Ballbesitz. Haben wir wieder neue Taktiken, die sind immer noch die gleichen. Abwehrriegel, okay, 5-3-2 will ich aber nicht. Nein, noch nicht. Noch haben wir hier Chancen. Oh, viel Platz für Grodowski. Batmatz, schön gespielt. Batmatz! Wow. Ja, die Truppe macht schon Spaß hier. Weil es halt jetzt läuft. Mal gucken, wie ich rede, wenn wir 3-4 Spiele in Folge nicht gewinnen. Da rede ich wahrscheinlich dann ganz anders drüber. Aber für dieses Spiel viel Platz. Grodowski und Batmatz, die finden sich halt immer wieder. Und der hat echt einen guten Abschluss, mein lieber Freund. Wir brauchen das auch in der Liga, Freunde. Ich will nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben ja auch die Vorgabe, dass wir 13. werden sollen. Nee, Quatsch, beziehungsweise im Mittelfeld landen sollen. Das heißt für mich so zwischen Platz, ja, 10 und 12 vielleicht. Keine Ahnung, jetzt holen wir uns erst einmal das 4. Tor. Und er macht's. Mein alter Schützling. Der beim MSV eigentlich nie gespielt hat. Ey, da ist ja dann die mexikanische Garde eingewandert. Dann saß Janda auf der Bank. Aber hier soll er genau das machen, was er jetzt gemacht hat. Schöne Flanke. Wieder von Mees, glaube ich. Und dann Janda 1:4. Das ist schon mal eine Ansage. Gut, aus 3-4 Metern, den kannst du auch nicht halten. Ey, Riemann, der kann einem da nur leid tun. Also 4:1. Wir lassen gleich mal die Klasse aufblitzen. Und ich glaube, das wird der erste Sieg hier in der Karriere. 4:1. Und wir sind ja noch nicht fertig. Oh, jetzt hat Magdeburg hinten Auflösungserscheinung. Grodowski. So, jetzt können wir mal die Formation umändern. Jetzt ist ja 4:1. Jetzt zeige ich euch das mal. Wir stellen jetzt also quasi um auf... Wir stellen mal um auf 5-3-2 Abwehrriegel. Dann seht ihr unten auf dem Radar, wer wohin geht. Wie sich die Formation dann zurechtrückt. Und die machen das dann auch. Also das funktioniert dann innerhalb von 1-2 Sekunden. Spielen die Spieler dann da, wo sie in der entsprechenden Formation stehen sollen. Und jetzt haben wir auch dieses taktische Konzept, also Abwehrriegel. Das heißt, wir stehen jetzt auch defensiver und so weiter und so fort. Die Spieler nehmen dementsprechend ihre Position ein, interpretieren dann das Ganze ein bisschen anders. Achtung, Leipertz nochmal mit der Chance. Aber wir haben einen guten Keeper drin. Und zwar mit Namen Behrens. Wir stellen das jetzt ja auch mal wieder auf Standard. Gleich war es das. Behalte den Ballbesitz. Gut, ich glaube nach wie vor, oder beziehungsweise ab und an werden dann die Nachrichten auch ein bisschen nervig, wenn die so alle 3 Minuten hier reingeflogen kommen. Aber ich finde das schön. Ich finde das gut. Sollen sie ruhig beibehalten und nicht nach dem ersten Patch schon wieder rausmachen. Oh, schlechter Ball, aber gut. Das soll mich jetzt nicht interessieren. Also, wir haben jetzt gleich nochmal ein paar Sachen im Menü, die ich euch gerne zeigen möchte. Hier nochmal die Ego-Kamera. Ja, gibt's Handshake mit dem Trainer? Nee, gibt's nicht. Oh, da wird wortlos und sprachlos am Trainer vorbeigegangen. Das ist schon mal kein guter Auftrag für Magdeburg. Und für uns natürlich, wir kriegen ein bisschen Geld. Heißt also, wir können das Geld eventuell noch in einen neuen Spieler investieren. Der Horst, sehr, sehr schön. Ich bin gespannt. Also wenn das in der Liga auch so läuft, dann ja, werden wir, wie gesagt, ganz locker aufsteigen. Aber das wird natürlich nicht so leicht und locker hier von der Hand gehen. Aber jetzt hier fürs erste Spiel war das schon mal gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, den Rückstand haben wir gut egalisiert. Und auch noch schöne Tore geschossen, ne? Von daher mal abgesehen, Grodowski, schöne Laufwege.
Rogov. Bisschen weiter vorne zu finden. Grudowski, na, wer will noch mal? Hendricks. Mal gucken, Jimi Hendricks, wie der schießen kann. Ja, Hendricks. Auch der Keeper hat neue Animationen, wenn er Paraden macht und so weiter. Alles neu macht das EAFC-Spiel. So. Nochmal. Letzte Flanke wahrscheinlich. 2 Minuten sind rum. Gibt es nochmal eine Ecke, oder? Lässt der Schiri? Ja, die Ecke gibt es auch noch. Okay. Führen wir die auch noch aus. Kein Problem. Mees, Rogov. Vielleicht nochmal. Nee, kommt keiner ran. Also, der Auftrag ist geglückt. 4:1. Sieg in Magdeburg im DFB-Pokal. Eine Runde weiter. Dann müssen wir, glaube ich, schon Achtelfinale sein. Ich glaube, wir sind schon im Achtelfinale. Hätten damit also unser erstes Ziel erreicht. Rogov und auch Janda. Ganz besonders Janda. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da freue ich mich drauf. Ja, Magdeburg hat einen schweren Saisonstart. Die Tribünen haben sich schon geleert. Malik Batmatz, der Spieler des Spiels wahrscheinlich mit dem Doppelpack. Ist eine gute Truppe und ich glaube, wir haben eine schöne Saison vor uns. So, hier haben wir die anderen Ergebnisse. Gibt es irgendeine Überraschung spontan? Ne, HSV habe ich gesehen, ist weitergekommen. Und ich glaube auch sonst alle weiteren Vereine, die weiterkommen sollten, sind weitergekommen. So, wir schauen jetzt mal, bevor wir gegen Paderborn ins erste Ligaspiel reinstarten, rechts auf diesen Feed. Also die Kommentare anzeigen. Wir gucken mal, was die Leute hier so schreiben. Hier Transferhammer. Tottenham holt Robertson. Okay. Aber haben wir nicht auch irgendwo ein Feed hier? Der Batmatz wird nach einer tollen Leistung im Spiel gegen Magdeburg zum Star des Tages gewählt. Weiter so. Glückwunsch. Robin Butella. Ein paar Emojis. Die sind also zufrieden. Der erste Torerfolg ist immer toll. Ich freue mich natürlich auf mehr, aber die Teamleistung steht immer im Vordergrund. Oh, vorgefertigte Texte vom Berater von Kaspar Janda. Genau deshalb schaue ich Fußball. Ha! Und Max Kocik, einen traurigen Smiley, der ist wahrscheinlich dann Magdeburg-Fan. Der hat sich wahrscheinlich nicht so gefreut, aber irgendwo war doch noch eine Nachricht. Genau, hier war der geplatzte Deal. Wow, der Gutschein aus der Beschreibung funktioniert. Moment, falscher Post. Alter, das sind so diese Ü40, U50, Ü40 und Ü50 Witze. Gibt nichts Schöneres als Fußball. Gibt sich noch irgendwo hier Dybala bei Bayern. Da sind dann auch die wildesten Kommentare mit dabei. Irgendwo gab es auch bei mir. Genau, hier. Und zwar haben wir einmal Reed Collins. Bei dem Transfer erkennt man die Ambitionen. 2 Augen-Emojis. Und dann darunter Menelaos Manusaki schreibt, der Transfer zeigt, dass der Club keine Ambition hat. Ja, was denn jetzt? Haben wir Ambitionen oder nicht? Wir hätten versuchen müssen, mehr für Janda zu bekommen, um das Geld dann in eine bessere Verstärkung zu investieren. Wo sollen wir jetzt einen Ersatz hernehmen? Tja, das ist nicht mehr mein Problem, liebe Nürnberg-Fans. So, das war das. Dann schauen wir mal. Na gut, die Taktikvoreinstellungen. Genau, die Scouts, die sind fleißig am Werkeln gewesen. Hier die Jugendmannschaft. Da habe ich dieses Jugendturnier einmal gespielt, das habe ich gewonnen. Da sind halt auch so 2, 3 mit dabei. Da könnte man eventuell drauf hoffen. Zum Beispiel Christian Schneider. Der hat halt mit 17 Jahren schon eine 61 und Inati Kovalenko, der war auch nicht langsam, der hat eine 59, den müsste man auch mal beobachten oder halt verleihen oder was weiß ich. Hier die Scouts, die sollten auch bald wieder zurückkommen von den Fidschi-Inseln, ist halt ein weiter Flug und aus Deutschland. Dann wollte ich, was wollte ich noch zeigen? Irgendwas wollte ich noch zeigen, Büro, genau, also aktuelles Budget haben wir nur noch 1 Million, 6 Millionen habe ich schon ausgegeben für Transfers. Apropos Transfers, das wollte ich euch zeigen. Also gehen wir hier rein in den Transferverlauf und schauen uns unseren Verein an. Da habe ich unter anderem Buschama verkauft nach Italien, dann Rechtsverteidiger Dominik Schade ebenfalls nach Italien und Thomas Koch in die Schweiz zu Sion. Da habe ich ein bisschen Geld bekommen und Bazzoliao für 1,1 Millionen zu Pisa. Die sind ja alle nach Italien gewechselt. Machen sie nicht viel falsch. Dafür habe ich mal Drogov geholt, 950.000 und Janda 1,5 Millionen. Also es ist so ungefähr pari und die Mannschaft, die ist halt gut ausgeglichen, würde ich sagen. Gehen wir mal hier rein, kurz nochmal ins Teammanagement. Also das ist die Formation. Wir haben halt auch eine große Auswechselbank und gute Leute. Also es reicht für Münster-Verhältnisse. Ich gucke natürlich nochmal offscreen, vielleicht fällt noch ein oder andere Spieler vom Laster, wenn wir den verkaufen. Aber im Prinzip bin ich so zufrieden, wie es jetzt halt gerade läuft. Wir spulen nochmal vor. Nächstes Spiel Schalke Dortmund. Oha. So, jetzt haben wir hier 2 Scouting-Berichte. Eventuell ist das schon der von den Fidschi-Inseln. Ich gucke gerade mal hier. Aufgaben haben wir dann immer noch hier. Alle Aufgaben anzeigen. Und zwar Jugend-Scout-Berichte. Genau. Und zwar Fidschi-Inseln und Deutschland. Gucken wir mal, ob da irgendeiner mit dabei war. Update verfügbar. Gucken wir mal, wer da alles ist. Oder ob da irgendeiner mit dabei ist, der wirklich gut ist. So, Gehalt 4.100. Da steht leider der Wert nicht mit dabei. Aber ein paar haben wir schon mal hier. Henry Kahn, Temo Kahn und die beiden Singh-Zwillinge. 14 Jahre, den könnte man zum Beispiel in unsere Mannschaft mit reinnehmen.
Aber da steht der Gesamtwert leider nicht dabei, ne? Das ist ein bisschen doof. Hier 13 Jahre alt, die können wir auch mitnehmen. Aber die sind jetzt auch nicht unbedingt, ja, ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Der eventuell, warte mal, Potenzial. Die beiden hier, bis 86, die beiden Sing-Zwillinge, der eine 14. Ja, ich könnte die eigentlich mal verpflichten oder nicht. Ich möchte jetzt auch nicht unnötig Geld hier ausgeben. Ich lehne nochmal ab. Ich lehne jetzt hier alle nochmal ab, in der Hoffnung, dass der nächste Schwung ein bisschen besser wird. Mich irritiert halt, dass ich diesen Wert... Achso, jetzt habe ich den aus Versehen verpflichtet. Ach Mensch. Scouting-Netzwerk, jetzt habe ich mich verdrückt. Den wollte ich gar nicht verpflichten. Naja, hat er Glück gehabt. So, steht hier ein Wert mit dabei? Nein, da steht nur das Gehalt mit dabei. Heißt vielleicht auch, dass er gut ist oder nicht, aber hier sind schon mal keine guten Leute mit dabei. Na gut, hoffen wir auf die nächste Rutsche dann Anfang September. Also, das erste Ligaspiel dann gegen Paderborn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt hier meine Karriere nach wie vor. Hier werden Scouting-Berichte auch aktualisiert, aber da wird, glaube ich, niemand mehr für uns mit dabei sein. Ich halte trotzdem die Augen offen, schaue aber vorher nochmal gerne auf die, nee, da will ich nicht rein, auf die Tabelle. Da würde ich gerne drauf schauen. Mannschaft, ich muss das hier suchen, das ist hier gerade alles neu ein bisschen angeordnet. Büro, da, auf die Tabelle. Tabelle aufrufen, da kann ich dann auch bestimmt den DFB-Pokal aufrufen. Und zwar hier, nächste Runde, das wollte ich, gegen Aue zu Hause. Okay, also wir haben erste Runde 2. Ja, Achtelfinale müssen wir noch spielen. Da müssen wir noch hinkommen. Aber Heimspiel gegen Aue ist nicht so verkehrt. Gehen wir als Favorit rein. Bayern spielt gegen Nürnberg unter anderem. Frankfurt, Hannover, Braunschweig, Wolfsburg. Oha, Derby-Time, da wird sich auch schön gekloppt. Genau, und hier, Champions League, zeige ich euch, gibt es jetzt diesen neuen Modus. Die Liga-Runde, hier, da bin ich sehr, sehr gespannt. 36 Teams, ey. Krass, mit Milano FC, mit Lombardia FC, also Lombardia ist natürlich Inter Mailand und Milano FC ist der AC Mailand. Die Rechte sind leider verloren worden an Konami. So, also, dann soll es das gewesen sein für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die Saison. Wir starten dann rein ins erste Ligaspiel. Vielleicht noch mit 1, 2 Neuzugängen, vielleicht auch nicht, je nachdem. Aber auf jeden Fall mit euch, da freue ich mich drauf. Macht's gut. Ciao, ciao.